Geopolitische Analysen. Wah! Ah, oh, ihr seid es. Servus zurück zu den geopolitischen Analysen. Diesmal mit Toady. Heute werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Position Deutschlands in der Welt, durchleuchten seine Rolle in EU und NATO sowie aktuell im Ukraine-Krieg und analysieren anhand politischer Aktionen Deutschlands, nicht anhand seiner Worte, welche Ambitionen das Land hegt, offiziell sowie inoffiziell. Denn eines muss man hierbei wissen: Im Falle Deutschlands sind dies nämlich zwei komplett unterschiedliche Paar Schuh. Hierzu gleich aber mehr. Schließlich widmen wir uns zuletzt auch der zentralen These dieses Videos: Ist Deutschland der Maulwurf Russlands innerhalb von EU und NATO? Einmal kurz vorweg: Es ist natürlich besonders schwer, das eigene Land objektiv zu bewerten. Was ich damit meine: Man denkt immer, dass man selber zu den Guten gehört. Zum Beispiel: Die Mehrheit der Deutschen im Dritten Reich war damals sicherlich davon überzeugt, selbst zu den Guten, ja wahrscheinlich sogar zu den Besseren zu gehören. Oder etwas aktueller: Die Mehrheit der Russen ist heute davon überzeugt, auf der Seite des Guten zu stehen, quasi sich auf der richtigen Seite der Geschichte zu befinden. Dass dies in beiden Fällen natürlich nicht zutrifft, brauche ich hier nicht zu erklären. Aber wie verhält sich die Frage der Selbstwahrnehmung in Bezug zur heutigen Bundesrepublik? Natürlich denkt heutzutage auch die Mehrheit der Deutschen, salopp gesagt, gut zu sein. Man sorgt sich um das Klima, protestiert für offene Grenzen, gegen vermeintlichen Rassismus und Homophobie anderer Länder, und somit kann man ja nur zu den Guten gehören. Aber tun wir dies wirklich? Nehmen wir mal einige geopolitische Entscheidungen Deutschlands der letzten Jahre und Jahrzehnte unter die Lupe und versuchen daraus zu schließen, welche Rolle die heutige BRD seinen eigenen Bürgern vorgaukelt und welche Rolle sie tatsächlich in der Ebene der geopolitischen Realpolitik in der Weltgemeinschaft spielt. Wie zuvor bereits erwähnt, ist es besonders schwer, das eigene Land objektiv zu beurteilen. Glücklicherweise stamme ich aus dem Ausland und deshalb fällt es mir nicht schwer, hiesige Missstände anzusprechen und sie im historischen Kontext einordnen und bewerten zu können. Wie also steht es um die Position Deutschlands in der Welt? Wie wir alle wissen, ist Deutschland seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ein Teil der sogenannten freien westlichen Welt. Es ist Mitglied in der NATO und der Europäischen Union. So weit, so gut. Doch wer jetzt denkt, Deutschland sei ein vollwertiges und engagiertes Mitglied dieser Gemeinschaften, der ist leider zu einem Trugschluss gelangt. Zuallererst muss man festhalten, dass Deutschland im Gegensatz zu den meisten anderen NATO- und EU-Ländern nicht freiwillig danach gestrebt hat, ein Mitglied dieser freien Weltgemeinschaft zu werden, sondern dass dies anhand alliierter Bomben geschah. Die Demokratie musste in Deutschland sozusagen herbeigebombt werden, und zwar von außen. Die Deutschen nämlich hatten nach ihren eigenen Vorstellungen ein traditionell demokratiefremdes und autoritäres Regime errichtet, das Dritte Reich. Die Tatsache also, dass Deutschland heute ein Mitglied in der NATO und der Europäischen Union ist, entspringt also nicht dem Willen des deutschen Volkes, sondern der gemeinsamen militärischen Kraftanstrengungen der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Deutschland ist militärisch besiegt und in die westliche Staatengemeinschaft hineingezwungen worden. Im Inneren Deutschlands sah die Stimmung damals nämlich ganz anders aus. Das Gefühl, welches viele Länder kennen, bis zum letzten Blutstropfen für die Freiheit zu kämpfen, ein Pendant dafür gibt es in der Geschichte Deutschlands nicht. In Deutschland herrschte ein vergleichbares Glücksgefühl aber gegenüber dem Führer, gegenüber der obersten Figur einer tödlichen Diktatur, der sogenannte Führerkult. Bis heute kennen viele Deutsche den Geburtstag jener Schmachfigur ihrer Geschichte. Es ist nämlich eben jener Hang zu Diktaturen sowie die Loyalität gegenüber Diktaturen, die leider zwei Grundpfeiler des deutschen Wesens ausmachen. Erkennbar ist dies beispielsweise, wie eben gezeigt, an den Endzeiten der NS-Diktatur. Man kann Ähnliches aber auch im Fall des Endes der DDR beobachten. Als die Risse in der Sowjetunion damals bereits katastrophale und finale Veränderungen aufzeigten und sogar die Führer aus Moskau anfingen, öffentlich darüber zu sprechen, wollte Erich Honecker in gewohnt deutscher Loyalität bis zum bitteren Ende nichts von einem Tapetenwechsel hören.
Warum dies so ist, das werde ich versuchen in einem anderen Video zu erforschen. Und damit ihr mich nicht falsch versteht, wenn ich über solche Sachen spreche, rede ich natürlich nicht über die deutschen Bürger und halte diese auch nicht für böse oder für schlechter als andere. Wenn ich von Deutschland spreche, rede ich von dem politischen Konstrukt, welches das Land auf internationaler Ebene darstellt und von dem Wesen oder Charakter dieser Nation. Mir ist natürlich bewusst, dass in Deutschland viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichsten Ansichten zu unterschiedlichsten Sachen leben und auch schon immer gelebt haben. Es ist aber so, dass jede Nation oder Gemeinschaft gewisse Ansichten der Masse seiner Bürger zulässt, fördert oder diese im Kern erstickt. Daraus formt sich dann etwas, was man sehr vereinfacht als Charakter oder Wesen dieser Nation bezeichnen kann. Was eine bestimmte Nation fördert, toleriert oder nicht akzeptiert, formt ihr Wesen und es wird dadurch beeinflusst, welchen Konsens sie als Gesellschaft zu verschiedenen Themen findet und welchen äußerlichen und zeitgeschichtlichen Einflüssen sie ausgesetzt ist. Wenn ich also beispielsweise sage, dass es im deutschen Wesen verankert sei, Autoritäten zu folgen, dann beschreibe ich damit einen Trend, der sich über die gesamte deutsche Geschichte gesehen wiederholt zu erkennen gegeben hat. Es ist nicht als persönliche Beleidigung gegen die Deutschen gemeint, sondern als eine Beschreibung auf abstrakter nationalhistorischer Ebene. Deutschland wurde also im Zweiten Weltkrieg militärisch besiegt und ist deshalb heute ein Teil der freien Welt. Dass Deutschland befreit wurde, ist ein Märchen, welches Deutschen erzählt wird, damit sie sich ob ihrer eigenen Zugehörigkeit und heutiger Ausrichtung besser fühlen, denn es impliziert das genaue Gegenteil meiner Behauptungen. Es sagt im Kern aus, dass die Deutschen nicht schuld am Nationalsozialismus seien, sondern ein Opfer dessen waren. Sie waren also Opfer einer Ideologie, die scheinbar vom Mond plötzlich über Nacht und völlig ungewollt über sie kam. Diese Sichtweise ist historisch gesehen natürlich nicht tragbar, vor allem da sie in ihrer logischen Absurdität auch noch der Narrative folgt, dass gerade Russland, der frühere Partner der Nationalsozialisten und spätere Besatzer von grob 1/4 seines Staatsgebiets, als Befreier angesehen wird. Aber versteht mich auch hier nicht falsch. Solange dieser Blödsinn klappt und die Deutschen ein Teil von uns freier Welt sind, soll jeder, der möchte, daran glauben, was er will, denn nichts wäre mir lieber, als wenn Deutschland eben ein vollwertiges und engagiertes Mitglied der freien Welt wäre. Nichts könnte uns dann noch stoppen oder uns im Wege stehen. Aber leider spielt Deutschland seit jeher ein doppeltes Spiel und ist vielleicht eher, wie die These dieses Videos besagt, als Maulwurf Russlands innerhalb von EU und NATO zu verstehen. Denn werfen wir mal einen etwas genaueren Blick auf die Rolle Deutschlands. Fangen wir mit der EU und NATO an. Innerhalb der EU ist Deutschland das größte Land und die größte Volkswirtschaft. Dadurch ist es normal, dass Deutschland auch das meiste zu sagen hat. Doch wie nutzt Deutschland diese Vormachtstellung innerhalb der EU? Es wurde eine Politik der Zusammenarbeit mit demokratiefeindlichen Staaten propagiert. Wandel durch Handel. Floskeln, damit deutsche Firmen ihre Gier im unendlich weiten Russland befriedigen können. Business mit Diktaturen wie China machen und gleichzeitig das Monster im Osten füttern, vor dem sie von ihren EU-Partnern gewarnt wurden. Anstatt auf die EU-Partner zu hören, startete Deutschland mediale und politische Attacken gegen die lautesten unter ihnen, um deren Stimmen zu marginalisieren. Kampfbegriffe wie historisch bedingte Russophobie, polnische Vernichtungslager oder polnischer Antisemitismus entstanden und bestimmten in Deutschland den öffentlichen Diskurs. Machen wir nun einen kurzen Schwenk rüber zur NATO. Wir schreiben das Jahr 2008. George W. Bush ist US-Präsident und möchte auf Anraten osteuropäischer Bündnispartner die Ukraine sowie Georgien in einem Schnellverfahren in die NATO aufnehmen. Dadurch wären beide Länder theoretisch auf einen Schlag vor Russland sicher. Doch dies muss einstimmig beschlossen werden, und ihr dürft raten, wer gegen die rasche Aufnahme war und den Beitritt damals blockiert hat. Richtig, Deutschland. Man wollte Russland nicht unnötig provozieren, so hieß es. Georgien und die Ukraine blieben weiterhin sich selbst und westlichen Floskeln überlassen.
Einige Monate später kam es dann zeitgleich mit den Olympischen Spielen in Beijing zu dem Überfall Russlands auf Georgien. Deutschland sei gedankt, denn zum Glück haben wir Russland ja nicht unnötig provoziert. Die Präsidenten Mitteleuropas und Ukraine flogen als Reaktion auf den Überfall Russlands unter Führung von Lech Kaczynski, dem damaligen Präsidenten von Polen, gemeinsam nach Tiflis, um gegen das Wiedererwachen des russischen Imperialismus zu protestieren. Es kam zu seiner historischen Rede, in der er die Worte sagte: Wir, die Präsidenten der mitteleuropäischen Staaten, müssen heute hier sein, denn heute ist es Georgien, morgen wird es die Ukraine sein, dann die baltischen Staaten und dann vielleicht auch mein Land Polen. 2 Jahre später verstarb Lech Kaczynski in einem Flugzeugunglück in Russland. Bis heute haben die Russen das Wrack nicht an Polen zurückgegeben. Das nur so am Rande. Und was war die deutsche Reaktion auf den Überfall Russlands auf Georgien? Es kam zu Nord Stream 1, welches entgegen stärksten Protesten aller EU- und NATO-Partner auf dubioseste Weisen durchgeboxt wurde. Über Stiftungen von Russland gekaufter deutscher Politiker bis hin nach ganz oben zum Kanzler und Genossen Gerhard S. Das ist jetzt kein Witz. Ein deutscher Kanzler, nein, der deutsche Kanzler, der für Nord Stream verantwortlich ist, wechselte nach seiner Amtszeit in den Aufsichtsrat eben jener russischen Gasfirma, die für den Bau verantwortlich war. Arbeitete also für Putin. Ganz offiziell. Und kein hat's gestört und kein stört's. Keiner zieht irgendwelche Schlüsse daraus. Naja, außer halt euer Todi. Gerhard S. läuft heutzutage frei rum und gibt Interviews. Tja, Sachen gibt's, die gibt's eigentlich nicht. Deutschland bezieht nun russisches Gas zu 1/3 des Preises, welchen alle anderen EU-Länder für selbiges russisches Gas zahlen müssen. Russland wird zu einer Art goldenen Lebensader für die deutsche Wirtschaft. Man hat durch günstigeres Gas Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen EU-Partnern, Partnern hätte ich jetzt fast gesagt, gegenüber anderen EU-Mitgliedern. Das passt wohl etwas besser. Deutschland ist, oder zumindest seine politischen und wirtschaftlichen Eliten, sind von Russland gekauft worden. Auch die Geheimdienste sind völlig infiltriert, dazu gleich noch ein Funny Fact. Innerhalb der EU ist wahrscheinlich nur das EU-Parlament zu einem noch größeren Teil in der Tasche Russlands als der Deutsche Bundestag. Es gibt eine Heerschar an öffentlichen Figuren, Ex-Generälen und Aktivisten, die in Deutschland für Russlands Interessen werben und aus dem Kreml heraus finanziert werden. Demgegenüber stehen nur sehr wenige echte Russlandkenner. Doch diese gibt es glücklicherweise auch. Zu nennen wären hier Frau Sarah Pagung, Frau Florence Gaub sowie Herr Boris Reitschuster. Doch wie kam es zu diesen Missständen? Um das verstehen zu können, muss man sich erst einmal fragen, warum sollte Deutschland eigentlich etwas nicht tun, was ja so profitabel für sich selbst ist? Und genau hier kommen wir zu dem Problem, welches Deutschland eine Sonderrolle unter den Nationen der freien Welt beschert: Deutschlands Verhältnis zu Russland. Dieses Verhältnis ist gleichzeitig pervers, voll glühender Liebe und Hoffnung, aber auch lustvollem Schmerz. Ein Zyniker würde sagen, eine Liebesbeziehung zweier Psychos. Und sie ist vor allem beidseitig profitabel. Und zwar nicht in dem komplizierten Sinne, wie die EU-Nationen trotz all ihrer Differenzen und Ambitionen voneinander profitieren. Nein, Russland und Deutschland genießen seit jeher eine wechselseitige Profitbeziehung. Eine Win-Win-Beziehung der allerfeinsten Sorte. Nur halt leider auf dem Rücken aller übrigen, kleineren Nationen, die zwischen diesen beiden Monstern liegen. Für Deutschland ist Russland der Schlüssel für seine Vormachtstellung in Westeuropa und der EU. Für Russland hingegen ist Deutschland der Schlüssel für seine Vormachtstellung in Osteuropa sowie seine Aufstellung gegenüber Asien. Eben durch das Geld sowie die Technologien, die es aus Deutschland bekommt, und andersrum die Energie, die Deutschland von Russland bekommt. An einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland leidet keines von beiden Ländern, und so kann oder muss man aus deutscher Perspektive sogar für eine privilegierte Partnerschaft mit Russland sein, eben aus vorher genannten Gründen. Diese Partnerschaft führt aber leider dazu, dass beide Länder eine Stärke erreichen können, die gefährlich für alle Nationen ist, die dazwischen liegen, und zwar existenziell gefährlich.
Dafür braucht man gar nicht viele Jahre zurückzuschauen. Der letzte Versuch einer deutsch-russischen Ordnung in Europa war eben der vorher erwähnte Zweite Weltkrieg. Was für Katastrophen dieser Versuch dem Kontinent gebracht hat, brauche ich hier nicht weiter zu erörtern. Geht man etwa 150 Jahre zurück, geschah Ähnliches mit den Teilungen Polens bzw. Osteuropas, denn das, was wir heute grob als Osteuropa bezeichnen, ist das historische Gebiet Polens, vom Baltikum über Weißrussland bis hin zur heutigen Ukraine. Deutschland und Russland konnten gemeinsam Polen bzw. Osteuropa aufteilen und taten dies auch skrupellos. Aus diesen Gründen sind Polen und alle anderen Staaten des heutigen Osteuropas strikt gegen eine Zusammenarbeit von Deutschland mit Russland. Das ist mit historischen Ängsten verbunden, die absolut berechtigt sind. Glücklicherweise wird diese Sichtweise auch von den USA geteilt, die der einzige Garant dafür zu sein scheinen, dass es nicht wieder zu einer Katastrophe in Europa kommt. Objektiv gesehen und am Rande bemerkt und historisch betrachtet kann man den Satz wagen, dass es immer zu Katastrophen gekommen ist, wenn Deutschland stark genug wurde, um eine Führungsposition oder eine Entscheidungsposition innezuhaben. Es bleibt deshalb in höchstem Maße verwunderlich, dass heutzutage viele Nationen zu dem Schluss kommen, Deutschland in irgendeiner geopolitischen Frage, welcher auch immer, folgen zu wollen, also objektiv gesehen. Springen wir aber in das Jahr 2014. Wie bereits zuvor erwähnt, hat Deutschland die rasche Aufnahme Georgiens sowie der Ukraine in die NATO blockiert. Wie bereits in Georgien kommt es auch in der Ukraine schließlich im Mai 2014 zu einem Überfall Russlands und zur Besetzung von Teilen des Donbass und der Halbinsel Krim. Als Reaktion darauf passiert eigentlich nichts Nennenswertes, außer dass Deutschland den Bau von Nord Stream 2 weiterhin stur gegen all seine Partner forciert. 2018 kommt es schließlich dann auch zu dem Baubeginn von Nord Stream 2. Die Sache scheint vollendet. Billiges russisches Gas strömt in Mengen nach Deutschland, deutsches Kapital fasst Fuß in Russland, es werden blühende Geschäfte gemacht. Im Jahre 2019 gibt eine Mehrheit der Deutschen bei einer Umfrage an, Donald Trump, der Präsident der Vereinigten Staaten, stelle in ihren Augen die größte Gefahr für den Weltfrieden dar. 8% hielten Putin für die größte Gefahr. Aus deutscher Sicht gesehen ist diese Umfrageantwort aber nur logisch und konsequent, denn erinnern wir uns an die Win-Win-Beziehung Deutschlands mit Russland. Für den sogenannten russischen Frieden, den Russki Mir, zusammen mit Deutschland stellte Donald Trump tatsächlich die größte Gefahr dar. Zum Glück und zu Recht. Aber gehen wir zurück auf die Ebene der Nationen. Hier werden weiterhin in großem Stil Geschäfte mit Russland gemacht. Strategisch wichtige, so könnte man meinen, deutsche Gasspeicher werden an Gazprom verkauft, die russische Firma, die für Nord Stream verantwortlich ist. Der Rubel rollt hin und her, man fragt sich nur, wen freut es mehr? Wir steuern nun auf das Jahr 2022 zu. Das Jahr, in dem endgültig alle Masken fallen sollten. Wie von dem tragisch verstorbenen polnischen Präsidenten Lech Kaczynski in Georgien vorausgesagt, überfällt Russland nun die Ukraine in einer groß angelegten traditionellen Landinvasion. Zum Einmarsch der Russen ein lustiger Funfact am Rande. Trotz dringlichster amerikanischer Warnungen war der Chef des deutschen BND so überrascht von dem russischen Überfall, dass er sich zur Zeit der Invasion selbst in Kiew befand und mit Hilfe des polnischen Geheimdienstes aus dem Land evakuiert werden musste. Talk about incompetence. Oder was halt leider schlimmer, aber wohl näher an der Wahrheit ist, der BND ist von dem russischen Virus so durchdrungen wie ein Glas Wasser von einem Tropfen Öl. Soweit so schlimm. In östlichen NATO-Ländern kursiert bereits der Spruch, willst du, dass die Russen von etwas erfahren? Dann erzähle es den Deutschen. Nun zurück zum Krieg in der Ukraine. Wollen wir uns einmal daran zurückerinnern, wie sich verschiedene Nationen direkt nach Kriegsausbruch verhielten. Auf der einen Seite kam es zu einer gemeinsamen Front aller östlicher NATO-Partner sowie Großbritanniens und der USA. Sie überboten sich quasi mit Hilfsangeboten und Hilfslieferungen. Zu nennen wäre auch die Gastfreundschaft, mit der Millionen ukrainischer Kriegsflüchtlinge in Polen willkommen geheißen wurden. Und auf der anderen Seite standen Deutschland und Frankreich.
Frankreich völlig überfordert und zu Recht derzeit marginalisiert, deshalb nicht weiter erwähnenswert. Aber Deutschland als zentrales Land dieses Videos. Deutschland schickte als erstes Gesandte nach Kiew, um dort nach Kontakten für die baldige neue prorussische Regierung, die wohl nach dem Sturz Zelenskis bald installiert würde, zu fragen. Dessen nicht genug, man entschloss sich gar, 5000 Helme für die Verteidigung der Ukraine bereitzustellen. Das muss man sich einmal kalt serviert vorlegen lassen. Das wirtschaftlich stärkste Land der EU, welches maßgeblich daran beteiligt war, Russland in den letzten Jahrzehnten auf die Beine zu helfen und stark zu machen und somit absolut mitschuldig und verantwortlich für den Kriegsausbruch in der Ukraine ist, vor allem auch durch seine Blockadehaltung innerhalb der NATO. Dieses Land hat 5000 Helme für die Ukraine übrig. Doch auch das ist gar nicht so eigenartig, wenn man es denn einmal wieder aus der deutschen realpolitischen Perspektive betrachtet. Für Deutschland ist es nämlich gar nicht von Vorteil, wenn die Ukraine den Krieg gewinnen sollte. Schon der jetzige Zustand der Isolierung und Sanktionierung Russlands bringt die deutsche Wirtschaft an den Rand des Ruins. Jetzt überlegt euch mal, was wäre, wenn Russland wirklich verlieren sollte, es nicht mehr zu einem Back-to-Business zwischen Russland und Deutschland kommen könnte und gleichzeitig die Ukraine vielleicht gemeinsam mit Polen in Mitteleuropa einen Block schafft, der auch eher aus deutscher Interessensicht gesehen antideutsche Politik betreiben wird. Ich erinnere hier an die Dynamik innerhalb der EU. Viele Staaten, viele konträre Interessen. Das wäre der wohl schlimmstmögliche Ausgang dieses Krieges für Deutschland. Sollte die Ukraine jedoch fallen, Russland nach einigen Jahren mit der Ukraine unter sich, stärker denn je, triumphierend wieder zurück in die Weltgemeinschaft torkeln, dann würde Deutschland davon nur gewinnen. Man könnte wie bisher Big Deals mit Russland schließen, beide Seiten würden profitieren und stärker werden. Behaltet diese Gedanken einmal im Hinterkopf und die nächste Blockade- oder Hinhaltetaktiken von Kanzler Scholz werden in einem etwas anderen Licht erscheinen. In Wirklichkeit geht es nämlich darum, Russland nicht verlieren zu lassen. Fragen wir uns nun also noch einmal, ist Deutschland der Maulwurf Russlands innerhalb der EU und NATO? Was denkt ihr darüber? Sollte Deutschland seinen Weg mit Russland gehen? Oder sollte Deutschland Amerika folgen? Schreibt es in die Comments. Toady liebt Comments. Ende. Bing, 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 bing.